Der FC Bayern kurz vor der Partie gegen Ajax Amsterdam. Im zweiten Gruppenspiel der Champions-League-Saison wollte Niko Kovacs Mannschaft mit einem Heimsieg in der Allianz Arena den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale nehmen. Nach dem 1:1 gegen starke Holländer machte sich dementsprechend Enttäuschung breit. Ja, es ist so, dass wir mit dem einen Punkt nicht zufrieden sind, aber aufgrund des Spielverlaufs müssen wir schon auch sagen, dass wir mit dem Punkt dann doch zufrieden sein müssen. Es ist genau das eingetreten, was ich auch schon in der Analyse den Spielern mitgeteilt habe, dass wir hier wirklich eine sehr, sehr starke Ajax-Mannschaft gegenüber haben. Man hat es gesehen, sehr jung, talentiert, technisch sehr stark, technisch sehr versiert und wir haben es nach 15 Minuten einfach nicht mehr so gut gemacht und dann ist es in der Champions League eben sehr, sehr schwer, dann auch 3 Punkte zu holen. Ja, wir machen das 1:0, genau so wie wir es wollten. Wir wollten mal früh in Führung gehen, die erste Chance nutzen. Danach spielen wir zu unkonzentriert, zu leichtsinnig, haben immer wieder Fehler drin, bringen so den Gegner ins Spiel, machen ihn so stark und dann haben wir gesehen, dass sie auch Fußball spielen können. Ich denke, dass wir selbstbewusst aufgetreten sind von Anfang an. Dann kam halt ein kleiner Knacks und dann fällt halt nach einer gewissen Zeit einfach das 1:1 und das war ein bisschen bitter gewesen für uns. Und dann haben wir nochmal nach der Pause, sag ich mal, mehr oder weniger ein bisschen geschwommen. Und dann konnten wir aber wieder die letzten 20 Minuten einen guten Fußball spielen und haben uns dafür dann nicht belohnt. Naja, das ist natürlich enttäuschend. Wir hatten uns das anders vorgestellt. Wir sind auch sehr gut im Spiel reingekommen, früh das Tor geschossen. Und dann will man natürlich weiter und dann hat man eigentlich, das Spiel hat sich ein bisschen gedreht. Die hatten eigentlich mehr Initiative und die haben halt eine sehr gute Mannschaft. Die sind auch frech, die spielen gut nach vorne, ohne Angst. Und wir haben ab und zu einfach nicht den Zugriff bekommen und dann läuft man teilweise hinterher und das war nicht gut genug. Wir haben gute Phasen und schlechte Phasen im Spiel gehabt. Sag ich mal, die ersten 15 Minuten, dann die letzten 20 auch war es ordentlich. Da haben wir gut auch nach vorne verteidigt, schon ein bisschen kompakter und haben es nicht durchziehen können über 90 Minuten. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum dieser kleine Knacks nach 15 Minuten dann in unser Spiel kam. Und das müssen wir wieder analysieren. Aber es ist jetzt nicht alles schlecht gewesen von heute. Und wenn man auch die letzten beiden Partien nochmal betrachtet aus der Bundesliga, haben wir zig Chancen uns herausgespielt und uns dafür nicht belohnt. Wir müssen das jetzt erst einmal aufarbeiten. Wir müssen das heutige Spiel aufarbeiten. Warum haben wir es nicht geschafft, über 90 Minuten den Gegner so zu dominieren wie die ersten 15 Minuten? Warum haben wir in den letzten 3 Spielen eben nicht das gezeigt, was wir in den ersten 7 Spielen gezeigt haben? Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir analysieren bzw. das müssen wir verbessern. Wir waren sehr sicher gewesen und haben wirklich auch einen guten Fußball gespielt. Es war auch nicht jedes Spiel perfekt gewesen vorher und wir wussten schon, dass wir auch sehr früh hochgejubelt worden sind und wussten, dass wir jetzt hier nicht den Boden unter den Füßen verlieren dürfen und sowas geht ganz schnell. Das lag jetzt, sage ich mal, nicht an den Spielern, dass wir dachten, wir gehen hier Maschine locker durch oder so, sondern du kannst gegen unangenehme Gegner natürlich auch Punkte liegen lassen und das haben wir jetzt gemerkt. Wir müssen da wieder gut reagieren und wie gesagt, das sind wir nicht gewohnt. Das ist auch nicht bei München, was wir wollen und wir müssen auf jeden Fall Samstag gewinnen, egal wie. Ich denke, dass jeder Spieler motiviert ist, das hat man heute auch gesehen und dass wir die Qualität haben, das wissen wir und dass jeder auch sich danach sehnt, einfach das nächste Spiel zu gewinnen. Ne? Und das war jetzt klar heute auch der Fall gewesen oder auch schon gegen Hertha, aber nach so einer Durststrecke ist es natürlich für einen Spieler von Bayern München, wird es halt Zeit. Klar, heute hat sich an der Situation in der Bundesliga nichts geändert, aber trotzdem sind wir jetzt 3 Spiele in Serie sieglos und da müssen wir noch einiges ändern.